Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Real Madrid hat sich von Xabi Alonso getrennt. Nach nicht einmal 7 Monaten hat sich Real Madrid von dem Trainer getrennt, der alles verändern sollte. Der Trainer, in den wir Madridistas so eine Riesenhoffnung hatten. Der Trainer, der Real Madrid wieder an die Spitze des europäischen Fußballs bringen sollte. Der Trainer, der die Gewohnheiten, die sich in den letzten Jahren unter Carlo Ancelotti eingeschlichen hatte, beenden sollte. Die Bequemlichkeiten, die Freiheiten, die mangelnde Disziplin. Xabi Alonso ist an diesem Projekt gescheitert. Und obwohl er mit Sicherheit den ein oder anderen Fehler gemacht hat, ist er nicht an sich selber gescheitert, sondern an dieser Mannschaft, am Präsidium und am Vorstand von Real Madrid. Und heute in dem Video erfahrt ihr die wirklichen Gründe, warum Xabi Alonso nicht mehr Trainer von Real Madrid ist. Ja, ich muss ganz ehrlich sein, wie ich es immer auf diesem Kanal bin. Es fällt mir sehr schwer, dieses Video zu machen, weil dieses Video die bittere Einsicht ist, dass Real Madrid große Probleme hat und diese Probleme strukturell bedingt sind und uns auch wahrscheinlich auf die nächsten Jahre noch begleiten werden. Als ich gestern aus heiterem Himmel diese Nachricht bekommen habe, dass Xabi Alonso und Real Madrid getrennte Wege gehen, stand ich unter Schock. Ich habe gezittert. Ich bin an den PC gerannt und habe einen Livestream gemacht, wo ich ganz ehrlich unter Schock stand. Ich habe im Video aus Spaß oder halb aus Spaß die 7 Phasen der Trauer mir angeschaut und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe alle 7 Phasen durchlebt. Inzwischen, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, bin ich am Punkt der Akzeptanz angekommen. Ihr werdet auch gleich hören, warum. Aber bevor wir dahin kommen, warum ich da angekommen bin, ja, würde ich vorschlagen, dass wir uns anschauen, was genau passiert ist. Es gibt unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Informationen. Alle Informationen kommen aus Vereinsseiten, denn eine Sache muss man sagen: Xabi Alonso ist ein absoluter Gentleman. Xabi Alonso, obwohl er die Möglichkeit dazu hätte, der weiß, wie die Welt des Fußballs funktioniert, hat er nie irgendetwas an die Presse gefiltert, irgendwelche Informationen, damit er als Trainer besser dasteht. Und unsere verwöhnte Kabine hat seine Schwäche noch ausgenutzt. Das macht mich unendlich wütend. Ja, wie dem auch sei, in einem Punkt ist sich die gesamte Presse einig. Xabi Alonso ist nämlich nicht nur aus einem Grund nicht mehr Trainer von Real Madrid, sondern, wie man es kennt, es ist etwas komplexer. Es ist eine Mischung aus mehreren Gründen. Ein Xabi Alonso ist bei Real Madrid angekommen. Seine erste Pressekonferenz werde ich niemals vergessen. Er hat gesagt, er möchte alles umkrempeln. Er möchte, dass das Santiago Bernabéu, dass die Fans und die Mannschaft wieder eins werden. Dass wir uns identifiziert fühlen mit dieser Mannschaft, dass die sich auf dem Platz zerreißen. Und davon hat man Ansätze während der Club-WM gesehen. Wir alle waren begeistert, was dieser Mann in 2 Wochen verändern konnte. Xabi Alonso hat Sachen gemacht, die wir unter Carlo Ancelotti gar nicht mehr kannten. Er hat nach Leistung aufgestellt, er hat rotiert, er hat Wechsel in den ersten 50 Minuten gemacht. Sachen, die wir sehen wollten und an die wir nicht mehr geglaubt haben. Aber, und was ich euch jetzt sage, ja, es ist eigentlich entsetzlich. Bereits in den ersten Wochen in den USA gab es Spieler, die nicht hinter Xabi Alonso und seinen Veränderungen standen. Spieler, die sich so sehr an die Gewohnheiten, an die Bequemlichkeiten von Carlo Ancelotti gewohnt haben, dass die das natürlich nicht mehr hergeben wollten. So ist das.
So funktioniert der Mensch nun einmal. Wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, dass du nach Auswärtsspielen vielleicht mal ein Wochenende in Ibiza verbringen kannst und nicht direkt wieder trainieren musst, wenn du dich daran gewöhnt hast, immer erst am Spieltag anzureisen, wenn du dich daran gewöhnt hast, vor dem Training reicht es, wenn ich eine Viertelstunde vorher da ankomme, ja, dann fällt es dir schwer, diese Vorzüge wieder abzugeben. Wenn ein Trainer kommt, der von dir verlangt, wieder zu laufen, der von dir Disziplin verlangt, der von dir verlangt, dich auf deinen Job zu konzentrieren, dass du einen Tag vorher zu den Spielen anreist, dass du nach den Auswärtsspielen gefälligst am nächsten Tag um 9 Uhr morgens wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen hast. Ja, es gab Spieler in der Mannschaft, denen das nicht gefallen hat. Und das haben sie den Trainer von Anfang an spüren lassen. Der Vorstand hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, sich hinter den Trainer zu stellen und hat das in diesen 6 Monaten kein Mal gemacht. Die Mannschaft ist in die Saison gestartet, war erfolgreich, hat von den ersten 13 Spielen 12 gewonnen und dann kam der besagte Klassiko. Vini Junior wurde nach einem guten Spiel ausgewechselt. Er wurde nicht ausgewechselt, weil ein Xabi Alonso ein Vini Junior nicht ausstehen kann. Er wurde ausgewechselt, weil es, laut Meinung von Xabi Alonso, das Beste für die Mannschaft war. Vini Junior, es gab ein bekanntes Twitter-Video, Vini Junior war 6 Mal hinter Koundé nicht hergelaufen. Und beim 6. Mal hat Xabi Alonso sich gedacht, wir führen nur mit einem Tor, ich möchte auf Nummer sicher gehen. Doch wir alle wissen, was ein Vini Junior dann gemacht hat. Hat die Autorität des Trainers vor der gesamten Welt angezweifelt und damit war, glaube ich, der erste und vielleicht sogar der endgültige Sargnagel für Xabi Alonso besiegelt. Bis heute hat ein Vini Junior immer noch nicht bei Real Madrid verlängert. Vini Junior hat immer klar gemacht, ich schaue mir erstmal an, wie der Trainer mit mir umgeht. Wir wissen, wie ein Florentino Pérez funktioniert. Und Florentino Pérez ist der Meinung, Trainer gibt es viele, Vini Junior gibt es nur einmal auf der Welt. Das ist die Philosophie von einem Florentino Pérez. Ja, dann kam die Situation, wie Xabi Alonso mit dieser Auswechslung, mit diesem Verhalten von Vini Junior umgegangen ist. Die Hälfte der Kabine war sauer auf einen Xabi Alonso, weil ein Vini Junior überhaupt ausgewechselt wurde. Die andere Hälfte der Kabine war sauer, weil es keine Konsequenzen für einen Vini Junior gab. Ja, und das war der Anfang vom Ende. Denn dann hat Xabi Alonso den Fehler gemacht, dem ich ihm vorwerfe. Er hat aufgehört, er selber zu sein. Er hat angefangen, Kompromisse einzugehen, die Freiheiten zu geben, auf die Disziplin zu verzichten, die eigentlich essentiell für seinen Fußball ist. Er fing an, den Spielern, den Diven, so muss ich das einfach formulieren, die Freiheiten zu geben, die sie verlangt haben. Und damit hat er sich meiner Meinung nach selber verraten. Spieler, die für ihn unverzichtbar waren, Spieler, die für ihn durchs Feuer gegangen sind, fanden sich auf einmal auf der Ersatzbank wieder. Der Erfolg kam trotzdem nicht. Xabi Alonso wusste seit Dezember, das nächste verlorene Spiel wird sehr wahrscheinlich sein letztes sein. Dann hat Real Madrid kein Spiel mehr verloren. Und im spanischen Supercup hat Real Madrid Halbfinale auch gewonnen, Finale verloren, obwohl sie meiner Meinung nach dagegen gehalten haben. Und wir wissen alle selber, eigentlich in der letzten Nachspielzeit das Unentschieden machen muss. Wie dem auch sei, alle gingen davon aus, Xabi Alonso kommt gestärkt aus Saudi-Arabien wieder. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was gestern anscheinend passiert ist. Ja, fangen wir erstmal an mit der Seite von Real Madrid. Wie sieht Real Madrid das? Hören wir uns das zusammen einmal an. Nun, wie uns Quellen aus dem Umfeld des Weißen Vereins berichten, hat die Entlassung von Xabi Alonso hauptsächlich 2 Gründe. Erstens, es war unmöglich, seinen Draht zur Mannschaft wiederherzustellen. Das zeichnete sich bereits seit September ab. Die Chemie zwischen der Mannschaft und Xabi Alonso stimmt nicht. Und mit diesem Trainer hätte das Team bis Mai nicht um die Titel mitspielen können. Außerdem ist die fußballerische Entwicklung rückläufig. Man ist im Verein besorgt, weil man meint, dass Madrid sehr schlecht Fußball spielt und man glaubt, dass sich das mit Arbeloa ändern kann.
Zwar heißt es in der Mitteilung, es sei in gegenseitigem Einvernehmen, aber Xabi Alonso wollte eigentlich weitermachen. Er hat aber in Arabien gesehen, dass seine Botschaft die Spieler nicht erreicht und stimmt mit dem Verein überein. Es ist unmöglich, eine Mannschaft wie die mit Vinicius Valverde oder Jude Bellingham zurückzugewinnen. Die Ära Xabi Alonso geht zu Ende mit einer, wie gesagt, für den Verein komplizierten Entscheidung, die man aber treffen will, weil man denkt, dass man mit diesem Team um die Titel mitspielen kann. Und wir wiederholen 2 klare Aspekte für die Entlassung von Xabi Alonso. Erstens hat er die Mannschaft komplett verloren. Und zweitens spielt Madrid von Spiel zu Spiel schlechteren Fußball. Ja, ihr habt Anton Meana gehört. Ihr habt auch gehört, wie er selber gesagt hat, laut Quellen von Real Madrid sind das die Gründe. Er hat die Kabine verloren. Madrid spielt von Woche zu Woche schlechter und man ging nicht mehr davon aus, dass dieses Real Madrid noch einen Titel am Ende der Saison holen kann. Das ist die Variante von Real Madrid. Jede Geschichte hat 2 Seiten. Das Problem ist, die Seite von dem Xabi Alonso bekommen wir nicht zu hören, wie ich eben schon gesagt habe, weil er nichts an die Presse weitergibt. Aber Anton Meana haben sich mal an den Trainerstab von Xabi Alonso gewandt. Ja, hören wir uns da die Seite von Xabi Alonso an. Letzter Tag von Xabi Alonso als Trainer. Nachdem Sie aus Arabien zurückkamen, kommen Sie mit der Niederlage, mit dem Gefühl, dass nun ja, wir haben mitgehalten, aber es hat nicht gereicht. Zuerst muss man sagen, dass Xabi Alonso weder Informationen durchsickern lässt, noch ein Umfeld hat. Das ist eine Haltung, die er eingenommen hat, seit er zu Bayer Leverkusen gewechselt ist. Natürlich lebt er nicht fernab der Fußballwelt und hat Freunde und Bekannte in der Presse, aber er zieht es vor, sich vom Medienrummel fernzuhalten. Was wir heute von Personen aus dem Umfeld von Xabis Trainerstab wissen, ist, dass der Trainer in diesem letzten Gespräch, bei dem er entlassen wurde, dem Verein klargemacht hat, dass man den Spielern nicht so viel Macht geben darf, dass er dies als das Hauptproblem seiner Zeit bei Madrid ansieht, dass man ihn schutzlos gelassen hat, dass ihn diese ständige Verteidigung der Kabine durch den Verein überrascht und dass ihm das Autorität genommen hat. Und da man ihm vorwirft, die Kabine nicht unter Kontrolle zu haben, hält er es für unmöglich, eine Kabine zu beherrschen, wenn der Verein sich immer auf die Seite der Spieler und nicht auf die des Trainers stellt, selbst wenn dieser bei sportlichen Entscheidungen Recht hat. Ja, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn wir diese beiden Varianten hören, bin ich zu 100% hinter Variante Xabi Alonsos Trainerteam. Wie sollst du denn Disziplin und Ordnung und Arbeitsmoral und Wille in einen Kader bringen, wenn der Vorstand dich nicht unterstützt, wenn der dir keinen Rücken gibt, wenn der Vorstand auf der Seite der Spieler ist? Es ist unmöglich. Und egal welcher Trainer jetzt den Posten von einem Xabi Alonso übernehmen wird, wir wissen, es ist Álvaro Arbeloa, von dem ich menschlich unendlich viel halte. Dieser Mann ist wahrscheinlich noch mehr Madridista als ich und das sage ich über keinen anderen auf der Welt. Also, abgesehen von Álvaro Arbeloa, wir haben in den nächsten Tagen und Wochen genug Zeit, uns über unseren neuen Trainer zu unterhalten. Ich bin ab heute ein Spartaner von Álvaro Arbeloa. Versteht mich nicht falsch, ich liebe diesen Mann. Aber egal wer da kommt, ein José Mourinho, ein Pep Guardiola, ein Jürgen, egal wer kommt, Pep Guardiola auf keinen Fall, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe extra gute Trainer genommen. Kein Mensch auf dieser Welt wird diese Kabine kontrollieren können, wenn der Vorstand nicht den Rücken vom Trainer stärkt. Ja, und ich hatte euch ja versprochen, euch die wirklichen Gründe, die Hintergründe zu nennen, warum Xabi Alonso nicht mehr Trainer von Real Madrid ist. Ich weiß nicht, wie oft, ob ihr überhaupt irgendwo Deutschland, Österreich, Schweiz diese Gründe schon gehört habt oder ob ich der Erste bin, der euch diese Information bringt. Aber ich war ja auch damals der Erste, der euch die Information gebracht hat, dass es in der Kabine nicht stimmt. Danach haben große Content Creator auf Inhalte von mir reagiert, auch wenn ich nicht verlinkt wurde oder erwähnt wurde, aber das ist ein anderes Problem. Ja, aber ich war der Erste, der euch diese Information gebracht hatte. Und die Quelle damals war unter anderem Ramón Álvarez Demón. Dieser Mann hat die besten Quellen in der Welt von Real Madrid, muss man sagen. Also er, Arantxa Rodriguez, es gibt ein paar, die sehr gut vernetzt sind. Er selber ist ja auch Mitglied bei Real Madrid und ist eins dieser gewählten Mitglieder. Also die Connection zum Vorstand von Real Madrid ist da relativ kurz. Ja, und er hat gestern einige dieser Gründe genannt,
bin ehrlich, als ich die gehört habe, war ich erschüttert, ich war wütend. Boah, es kocht mir das Blut, wenn ich daran denke. Ja, hören wir uns mal an, was Ramon Álvarez de Mon uns zu sagen hat. Der Supercup, er hat zu einigen sehr schlechten Tagen im Zusammenleben mit einigen Spielern geführt. Man hat mir Dinge erzählt über Valverde, über Bellingham. Sicherlich gab es noch mehr. Abgesehen von all dem, Nico Misic, der Arzt von Madrid, kehrt zurück und Antonio Pintus gewinnt an Ansehen oder gewinnt wieder an Ansehen. Xabi Alonso wusste schon, dass Pintus sich immer mehr der körperlichen Vorbereitung des Teams annähern würde, okay? Aber gestern im Flugzeug, und ich glaube, es ist José Ángel, der es ihm sagt, sagt er ihm, hör mal, wir müssen die körperliche Vorbereitung des Teams verbessern. Pintus wird das Kommando übernehmen. Und da sieht Xabi Alonso auf irgendeine Weise schon, dass es dafür keine Lösung gibt. Okay, dass das ein Teil des Kaders nicht hinter ihm steht, dass es sogar Respektlosigkeiten gibt, mangelndes Engagement im Training, mangelnde Arbeit, gegenüber seinem Trainerstab. Das fast von Anfang an auch mangelnde Wertschätzung gegenüber seinem Trainerstab. Und was ihm dann noch blieb, ist, dass man ihm sagt, dass man den Fitnesstrainer austauscht, ohne dass er, glaube ich, absolut nichts gegen Pintus hatte, aber dass man ihm den Fitnesstrainer austauscht. Das bedeutet praktisch den Gnadenstoß, okay, für die Situation. Xabi Alonso sagt da im Grunde, und deshalb schreibt Madrid, es sei eine einvernehmliche Trennung. Xabi Alonso sagt da, schau, ich glaube, wir müssen dieses Kapitel schließen. Ich will nicht weitermachen, wenn ihr mir auch noch die Sache mit Pintus aufzwingen wollt. Wenn dicke Luft mit einem Teil des Kaders herrscht, diese Geringschätzung gegenüber der Arbeit von Xabi Alonso von Seiten einiger Spieler, dann kommt ein Moment, in dem sie sich irgendwie die Hand geben und sagen, hier machen wir Schluss. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Respektlosigkeiten, Disziplinlosigkeiten, die haben den Anweisungen von seinem Trainerteam, haben die für lächerlich befunden. Die haben ihm klargemacht, deine Autorität, dass sie die nicht akzeptieren. Und als wenn das alles noch nicht genug wäre, hat Real Madrid versucht, ihm den neuen Teamarzt, okay, damit hat er nicht viel zu tun, aber den neuen Physiotrainer Pintus aufs Auge zu drücken. Und Xabi Alonso, der ja schon die Kabine verloren hatte, wie wir das mitbekommen haben, soll also auch noch sein eigenes Team hintergehen, soll seinem Trainer, seinem Fitnesstrainer, mit dem er in Leverkusen erfolgreich war, sagen, hör mal, du spielst ab jetzt die zweite Geige. Ich hatte euch gewarnt bei dem Video. Ich hatte euch, als ich euch die Information gegeben hatte, gesagt, das ist ein Schuss gegen Xabi Alonso. Ja, als im Rückflug versucht wurde, Xabi Alonso das aufzudrücken, hat ein Xabi Alonso irgendwann gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Ja, Real Madrid trennt sich von dem Trainer, der alles verändern sollte, während Real Madrid noch nicht bereit war für wirkliche Veränderung. Eine Sache ist mir klar und deshalb tut es mir weh, auch wenn ich in der Phase der Akzeptanz angekommen bin. Xabi Alonso ist mit Abstand der beste Trainer auf dem Markt. Wenn der nach Liverpool wechselt, und ich sage jetzt Liverpool, weil alle irgendwie davon ausgehen, aber es muss nicht Liverpool sein. Das hat er in Leverkusen bewiesen. Wenn du diesem Mann 24 Fußballer hinstellst, die das machen, was er von ihnen verlangt, wird er erfolgreich sein. Und ich rede nicht von kleinen Erfolgen, ich rede von Meisterschaften, ich rede von Champions-League-Siegen. Dieser Trainer hat mit einer Mannschaft wie Bayer Leverkusen, die noch nie deutscher Meister geworden sind, eine Bundesliga gewonnen, ohne ein Spiel zu verlieren. In ein UEFA-Cup-Finale zu kommen, Euroleague, wie auch immer das inzwischen heißt, ohne ein Spiel zu verlieren. Dieser Trainer, wenn du dem machen lässt, wenn du den als Vorstand die Freiheiten gibst, die ein Trainer heutzutage braucht, bringt dir dieser Trainer Erfolg. Und meine Hoffnung ist, dass in 5, 6 Jahren, wenn er wahrscheinlich mit Liverpool 1-, 2-mal die Champions League gewonnen hat, wahrscheinlich, keine Ahnung, wie oft englischer Meister geworden ist, dann ist wahrscheinlich auch ein Florentino Perez nicht mehr da,
dass ein reiferer Xabi Alonso zurück nach Real Madrid kommt und vielleicht dann den Umbruch macht, den diese Mannschaft braucht. Ja, ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich mit etwas besserer Laune. Morgen können wir uns dann über Álvaro Arbeloa unterhalten. Lasst mir bitte eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, macht das bitte. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid.